schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Let's rest. Also wir können What now? All right. Where to? nirgendwo hin. Schade eigentlich. Aber wir gucken uns erstmal, bevor wir uns ausruhen, die Stadt an. Oh, this blooming heat. Was ist denn mit dir, Button? Hallo, junger Elder-Kandidat. Hallo, junger Elder-Kandidat. Ich habe schon auf Sie gewartet. Hey. Sie sind dieser Stadtschreier, oder? Ich bin Betlin. Ich glaube, wir haben uns seit dem Gerangel mit Guidos Läufer nicht mehr gesehen, oder? Was für ein Spektakel. Ich hielt eine Mitfahrgelegenheit in Guidos Läufer für sicher, aber dann tauchten Sie und Glodell plötzlich auf. Seitdem befrage ich jedenfalls weiterhin Kandidaten. Letztens bin ich in Vorns Fernsläufer hierher gekommen. Ah. Ich weiß, von mir wollen Sie das nicht hören, aber passen Sie da draußen auf sich auf. Unsere Kronentheokratie wird alles tun, um zu gewinnen, wissen Sie? Außerdem sind Sie rücksichtslos mit Ihren Fairnessläufern. Wenn jeder andere Rass für die Nacht machen würde, fahren Sie einfach weiter. Ist nicht wahr. Sie ruhen sich überhaupt nicht aus? Ja, aber das geht nur mit Gottes Gunst und mit jeder Menge Geld sowie vielen Leuten. Beides hat der Sanctifex mit Sicherheit. Das Ziel, das er erjagt hat, ist auch nicht ganz ohne. Sie brauchen einen guten Plan, wenn Sie ihn ausstechen wollen. Aber ich weiß, dass Sie ein Ass in den Ärmel haben. Ich freue mich schon darauf, Ihre Strategie zu erleben, mein junger Elder-Freund. Bis vor nicht allzu langer Zeit war ich ein gesuchter Mann. Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, kann es passieren, dass uns die Gasthäuser sofort abweisen. Es tut mir leid, aber ich muss mich bei der Suche nach einer Unterkunft auf dich verlassen. Na gut. Wir gucken mal, was wir hier erstmal kaufen können. Erstmal jagen wir die Tauben weg. Ist ganz wichtig, immer Tauben wegjagen. Kräuter. Can we talk? Du hast jetzt 9. Ja, komm, kaufen wir auf 10. Die Welt ist auch echt schön gestaltet, finde ich. Da hast du vollkommen recht. Hey. So, das war so, das finde ich mal cool, so ein, einfach so ein Fantasy-Setting zu haben. Dieser Laden scheint ein Geheimnis zu haben. Haben Sie sonst noch was im Angebot? Hey. Ein Laden, der nur Kräuter verkauft? Klingt verdächtig, oder? Wenn Sie nichts kaufen, dürfen Sie sich auch nicht beschweren. Can we talk? Also, bist du sicher, du hast jetzt 10? Ich will mal gucken, ob der was anderes sagt. Danke. Ah, okay, können wir wohl nichts machen. Und der Himmel sieht irgendwie voll krass aus, so. Das ist mir auch letztes Mal aufgefallen, so irgendwie so gemalt, so diese Streifen und so. Aber da fällt mir gerade ein, das Spiel hat ja ein Update bekommen. Da wollte ich einmal in den Einstellungen was gucken. Hier aber nicht. Ist das hier vielleicht unter System? Die wollte ich mal ausschalten. Oh, this blooming heat. Ja, also ist ein bisschen besser mit den Sprinten. So, hier können wir aber nicht lang, ne? Let's not. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal die Stadt ein bisschen an. Blooming heat. Finden die Aufmachung der Welt passt zum Charme vom... So ein bisschen, ne? Den man am Anfang gelesen hat, das stimmt. Ich frage mich, ob noch mehr darauf auf die Moderne eingeht wird, die man in diesem Roman gelesen hat. Ja. Und ob man generell noch mehr davon erfährt. Und ich bin generell gespannt, was es mit den, in Anführungsstrichen, Menschen auf sich hat. Hey, Mister. Why did this happen? Verdammt, das Gesicht des Königs hier draußen im Brillhafen. Hat er etwa seinen ganz beschissenen Palast mitgebracht? Das ist doch verrückt. So, was ist denn mit dir? Need a ride? Wollen Sie irgendwo hin? Ich bringe Sie ans andere Ufer. Ah, so können wir auch reisen. Wir bleiben aber erstmal hier. Und dann bereisen wir mal alle Orte in der Stadt, damit wir dahin schnell reisen können. Und was ist mit dir? Warum hast du so einen beschissenen Helm auf? Ach so, das ist ein Mustari-Kandidat.
Für Euphor, die Bewohner der Insel müssen sich ändern. Und um sie zu verändern, muss ich zuerst das Land verändern. Aber niemand wird auf die Worte eines Heiden wie mir hören. Ich glaube eher, das liegt am Helm. Ich frage mich, wie die ohne Helm aussehen. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hey, Mister. Hey, Mister. Proper aces. Say. Say. My money's on Santa Vex Fordham. Maybe there'll be a big All upset. right now. Ich glaube, dass er auch eine Schachfigur darstellt, Picard. Ich frage mich, ob die alle so Schachfiguren-Helme haben oder so. Das wäre lustig. Also der hat ja so einen Turmhelm. Ah, und hier haben wir jetzt erstmal ein paar Läden. Ich gehe die mal alle abklappern. Got a bargain today. Und vielleicht erstmal unser ganzes Zeug Now verkaufen. then. Oh, schon fast 100.000 Rief. So, was hast du denn? Reines Wasser haben wir erstmal genug. Aber wir können ja mal 20 mal Salz holen. Und alles an Fruchtschorle, was er hat. So. Real cheap today. Nehmen wir mal auch mal 10 Fleisch mit. Und dich kann ich hier noch anquatschen. Well then. Fußkette der Windeseile. Nee. Brauchen wir, sowas brauchen wir erstmal nicht. Okay? So, was denn? Was hast du denn? Ein Damaskus-Schlagring, okay. Der wäre schon nicht schlecht. Aber was haben denn die anderen ausgerüstet? Geringe TP-Regeneration in jeder Kampfrunde. Gucken wir mal. What now? Alle Werte +1, Magie +3, Magie +3. Ah, Da finde ich das mit den Werten ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Young man. Young man. Young man, young man. This is So, on sale right now. erhöht Schaden gegen Riesenmonster. Boah, plus 32 Angriff, aber dann machen wir keinen Schlaf mehr. Aber würde sich lohnen für ihn. Das ist für den Heiler, okay. Hm. Ja, wieso nicht? Kaufen wir erstmal eins. Kriegt er. Und sie könnte dann vielleicht das andere ausrüsten. Gucken wir mal. Schlagmagie. Nee, das lohnt sich nicht. This is on sale. Ach, guck mal. Ja, kriegt sie den Azurstab, habe ich gar nicht gesehen. Indeed. So.
Ah, für 11 Punkte lohnt sich das vielleicht nicht so. Aber ich hole Ihnen das Ninja-Schwert. Understood. So. Und dann lasse ich ihn noch ein bisschen ein Dieb. Und wenn wir irgendwann mal, sag mal schnell, die bessere Version von werden können, dann wird er das natürlich werden. The goods are cheap today. Was können wir denn bei dir kaufen? Teure Medizin. Holen wir hiervon mal 8. Einfach nur um vorbereitet zu sein. Die brauche ich nicht. Davon habe ich noch genug. Das reicht erstmal. Yeah? Ain't this a pickle? Young man, young man. All right then. Da geht's wieder zum Hafen. Oh, what a pity. Aber wir hatten doch noch eine Mission, meine ich auch. Wir gehen erstmal hier hin zum Rekrutierungszentrum. Welcome. Okay, der hat nix. Und wir können ja auch notfalls bei dem hier wieder Mac eintauschen, wenn wir das möchten. Fantazio? Können ja mal gucken. War ich wieder eine schön glatte Zahl. So. Haben wir wieder ein bisschen Kohle und wir gucken uns den Stein direkt mal an. Really now? Stop! Wir wollen den Königsfelsen ansehen. On, what if? Gucken, wie viel Mark wir jetzt kriegen davon. Hey, Vorne ist erster, Luis ist zweiter. Aber fühlt es sich nicht an, als sei die Lücke kleiner geworden. Gedo liegt wieder an dritter Stelle. Sieht so aus, als sei der Sanktismus wieder im Kommen. Ich bin mir sicher, dass dein Name dank deiner Taten bald in aller Munde sein wird. Also sehen wir da vielleicht auch bald dein Gesicht. Nun, jetzt hängt alles davon ab, wie Luis sich von jetzt an schlägt. Wir dürfen uns noch nicht in Sicherheit wiegen. yep. Really now? Oh, das können wir auch direkt nochmal eintauschen. Fantazio, look. So, dann haben wir aber über 90.000. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht. All right then. Und dann bleibt uns jetzt nur mit dem Schiff zu fahren. Really now? Oder mit der kleinen Fähre, mit dem Boot hier. Ha. Steife Brise weg. Wir gehen mal von oben nach unten. Hello, All right then. Ach so, das ist der steife Briseweg gewesen. Ah. hello. Need a ride? Wir gehen erstmal Good noch zur choice. Arena. Einfach, damit wir später da schnell hinreisen können. Ah, hier, geheimnisvoller alter Mann. Oh, ich glaube, ich kenne ihr Gesicht von irgendwoher. Moment, sind Sie der alte Mann aus dem Magen des Riesensandwurms? Genau der. Wie sind Sie entkommen? I mean, Wie sind Sie aus diesem Wurm herausgekommen? Truth be told, Eigentlich sollte der Bauch des Wurms meine letzte Ruhestätte werden, aber nachdem ich sie getroffen hatte, bekam ich Lust darauf, die Außenwelt wiederzusehen. Ich habe den Wurm einfach einen kleinen Magiestupser verpasst, um seinen Bauch etwas zu lockern. Danach war es kein Problem mehr. Sie sind also genau rausgekommen wie wir. Nun,
Ich bin froh, dass Sie in Sicherheit sind. Aber das ist nicht so wichtig. Sagen Sie mal, Sie haben doch nicht zufällig irgendwo leuchtende Käfer gesehen, oder? Es sind seltsame und wundersame Insekten, die mit dem goldenen Licht des Maglers leuchten. Wenn Sie welche haben, würde ich sie Ihnen gerne abnehmen. Look at this. Einen Leuchtkäfer? Haben wir nicht mindestens einen gefangen? Ja, haben wir. Das ist es, ein echter Goldkäfer. Ich muss Sie für Ihre Mühen belohnen. Hier, nehmen Sie das. Magler Drachenblut. Ah, das ist sehr gut. What's this? Sind Sie sicher, dass Sie so etwas gegen einen wertlosen Käfer eintauschen wollen? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin nur ein alter Mann, der Insekten mag. Der Wurm hat mich nur verschlungen, weil ich beim Fangen von Exemplaren nicht auf die Umgebung geachtet habe. Sie reisen durch das ganze Land, nicht wahr? Könnten Sie mehr Goldkäfer für mich finden? Wenn Sie das Geräusch von Käfern hören, suchen Sie die Gegend ab. Sammeln Sie 12 für mich und ich gebe Ihnen dann das All Giftschutzamulett. good. Je mehr Gold... Also, die Goldkäfer, die du erhalten hast, können gegen einen Geheimschatz eingetauscht werden, wenn du mit dem betagten Insektenliebhaber in Brillhafen sprichst. Je mehr Goldkäfer du sammelst, desto bessere Gegenstände erhältst du. Halte also überall nach Goldkäfern Ausschau. Ah, wie ich sehe, sind sie wieder da. Und irgendein Goldkäfer, der zu mir möchte? Hey there. Ja, wir haben noch mehr von den Käfern gefunden, nach denen sie suchen. Übergeben wir die direkt auch mal alle. Und mal sehen, wie viele sie haben. Noch nicht genug. Wenn sie weitere 7, okay. Und da hinten sehe ich doch einen. Da muss man also auch echt mal die Augen aufhalten. Sonst ist hier nichts Spannendes. Ne. Edenis Plakat. Freiheit des Glaubens, die Zukunft der Mustari sichern. Das ist ein sehr ernstes Thema für den Stamm der Mustari, da die Kirche sie als Feind betrachtet. Als Elder hast du dafür sicher Verständnis. Ja, habe ich. Nein. Weg damit. So, dann fliegen wir mal ein bisschen auf unseren Schwert weg. Really now? Was wollen Sie? Ein Elder? Sind Sie auch ein Kandidat? Nun, ich weiß nicht, warum Sie hier sind, aber ich kann Sie gerade nicht hier reinlassen. Aber wenn die Stadt so brummt, bin ich sicher, dass es ein durchschlagender Erfolg wird, wenn die Arena aufmacht. Do you need something? Okay, in der Arena können wir noch nicht. Dann können wir jetzt, glaube ich, mal so langsam zum Gasthaus gehen. All right then. Really now? Na. Fancy a ride? Ja, wir gehen Nice and Gasthausbezirk. easy. Say, Hier ist also auch der Kopf. Ach nee, das ist das Gesicht. Von hier aus kann man das Gesicht des Königs wirklich sehen. Ich bemerkte, dass es sich langsam bewegt, aber dass es dem Thronturnier nach Brillhafen folgt, damit hätte ich nicht gerechnet. Ah, also ist das doch gefolgt von der Hauptstadt. Glaubst du, dass es deshalb gekommen ist? yes. Vielleicht wirft es ein wachsames Auge auf die Spitzenkandidaten. Es ist offensichtlich, dass wir beobachtet werden, wie wir beim Königsfels gesehen haben. Well, Nun, vielleicht ist das sogar besser so. Der Anblick dieses Dings am Himmel wird alle dazu bringen, über die Zukunft des Königreichs nachzudenken. okay then. Wie dem auch sei, suchen wir uns am besten ein Gasthaus, in dem wir übernachten können. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ridiculous. Aber wir haben ja auch mehrere Ziele auf der Karte. Ach so, nee, das ist das Gasthaus. Hat nur 3 Eingänge. Dann gehen wir aber erstmal hier rein. Oder auch nicht. What do I do? My, my. Hier chillt Moore, den können wir auch mal eigentlich besuchen gehen. Ja, wir gehen einfach mal wieder nach Academia, da war ich schon lange nicht mehr. So, you've acquired a new archetype.
Ah, how good of you to come. Ja, er ist ja schon Zauberer, das ist auch gut. Magier, Heißmei. Ja, ihn habe ich ja gerade erst das Ninjas-Schwert gegeben. Wäre es ja blöd eigentlich, wenn ich direkt sein, sag mal schnell, sein Archetype wechsle. Hallo Finn, alles gut bei dir? Ja. Der kann noch ein bisschen deep bleiben. Aber ich bräuchte den mal auf Rang 3. Oh. You'll come again, won't you? Ja, wir kommen bestimmt wieder. Und ich müsste ja auch mal eigentlich jemanden dann den Händler ausrüsten. Das könnte ich ja dann eigentlich beim nächsten Mal auch Heißmei geben einfach. Dann wird er unser Händler. Aber wer ist das denn? Milo? What is it you require? Sie da. Sind Sie zufällig einer meiner Unterstützer? Und Sie sind gleich? Welche Überraschung, dass Sie noch nicht von mir gehört haben. Aber Sie haben Glück. Es ist ein wahres Privileg, meine Schönheit zum ersten Mal zu sehen. Yeah. Mein Motto ist, Schönheit ist alles. Und ein König sollte in erster Linie schön sein, nicht wahr? Ja, das glaube ich jetzt nicht, dass das so geil ist. Und ein Gasthaus, in dem ich übernachte, muss meiner Schönheit würdig sein. Ja, genau, wie dieses Gasthaus zur goldenen Koralle. Allerdings bezweifle ich, dass Sie mit dem Reichtum gesegnet sind, ein Zimmer an einem Ort wie diesem zu mieten. Ah, dieser Idiot. Ich würde gar nicht in einem Gasthaus bleiben wollen, in dem es von Leuten wie dem wimmelt. Aber wir müssen da wohl rein. Oder können gerade nicht da rein, weil die stehen ja alle davor. Und wer bist du? Lina? Sie habe ich doch im Matera gesehen. Sie nehmen auch am Turnier teil, richtig? Wollen Sie im Gasthaus übernachten? Leider gibt es hier keine freien Betten mehr. Wegen der Zurschaustellung sind alle komplett ausgebucht. Und da ich mir gesagt habe, dass ich dieses Mal einen hübschen Ort übernachten will... I see. Ach so, wenn es hier nicht klappt, müssen wir uns woanders umschauen. Aber warten Sie mal, Ihr Fairnessläufer da. Der, den Sie mitten in Matera geparkt haben. Hey, bitte, wie ist der technisch ausgestattet? Ich möchte auch mal mitfahren. Wer sind Sie nochmal? Wie gemein, dass Sie sich nicht an mich erinnern. Ich bin Lina Caden. Die einzige Tochter der Caden-Werkstatt. Übrigens, ich mache auch mit. Hab ja meinen eigenen Fairnessläufer und so. Das heißt, wenn Sie sich querstellen und sich weigern, Ihr Geheimnis zu teilen, kann ich Sie dazu zwingen. Gucken, ob die... Ja, wir können die gerade nicht ansprechen. Nicht nochmal zumindest. So, und da müssen wir dich anlabern. Loveless. Sieh mal an, wer da ist. Sie sind doch dieser Elderkerl aus Matera, oder? Sieht so aus, als hätten wir beide einen Fang für die Zurschaustellung gemacht. Wollten Sie in diesem Gasthaus übernachten? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Denn mich hat der Wirt gerade rausgeworfen. Es soll schon voll sein und dabei heißt das Gasthaus Gastlichkeit. Pff, ein Witz ist das. Kommt man noch woanders unter? In der Gegend gibt es noch 2 weitere Gasthäuser, aber um ehrlich zu sein, bin ich von beiden nicht gerade begeistert. Hinter dem Brunnen befindet sich das Gasthaus zur goldenen Koralle, in dem reiche Kerle wie Vorn wohnen. Ein Paripus oder ein Elder würden dort niemals aufgenommen werden. Übrigens, das Gasthaus, das man hinter dem Gasthaus zur goldenen Koralle sieht, ist unfassbar teuer. Außerdem wird gemunkelt, dass Luis dort unterkommt. Das wird teurer und laut noch dazu. Ich bin sicher, dass sie praktisch den ganzen Laden reserviert haben. Yes, Luis hat das? Dann wäre es besser, wenn wir den Ort nicht als unsere Basis nutzen. Nun, in einem teuren und weit entfernten Gasthaus haben wir auch nichts verloren. Und dann ist da noch die Spinnenhöhle drüben bei der Taverne. Draußen steht ein zwielichter Yujiv und grinst ganz schmierig. Da hält mich gleich davon ab, dort zu bleiben, also verzichte ich lieber. Ja, und wenn ich kein Gasthaus finde, habe ich immerhin die Taverne. Aber heute ist dieser Ort mein Schloss. Ein Nekoman der Loveless heißt ja... Ist das irgendeine Anspielung auf etwas, was ich nicht verstehe? Ein Nekoman der Loveless heißt. Eine Taverne als Ersatz für ein Gasthaus? Das könnte ich nicht. Die Spinnenhöhle würde ich nach Möglichkeit aber auch gerne vermeiden. Andererseits wird uns das Gasthaus zur goldenen Koralle wahrscheinlich nicht aufnehmen. Wenn es keine andere Wahl gibt, sollten wir es uns vielleicht ansehen. Gut. Da können wir also doch nicht pennen. What do I do? All right then. Hier am Ende ist also eine. Wichtig tourische Arbeiter.
Sie sind ebenfalls beim Turnier dabei, wie? Merkwürdig, dass ein Elder da mitmischt. Oho, apropos merkwürdig. Offenbar nimmt jetzt sogar ein heidnischer Kandidat am Wettbewerb teil. Die Sanctisten sind nicht begeistert von diesen Heiden, also hat er ohnehin keine Chance zu gewinnen. Ah, ich quatsche jetzt nicht mit allen, aber das ist der Typ, genau. Oh, da immer schon dieses dreckige Lachen. Skeptischer Gastwirt. Oh, wir suchen eine Unterkunft, was? Hehe, ich habe ein Zimmer frei. Ich werde niemandem die Unterkunft verweigern und ich verlange auch nicht viel Geld. Kriminelle, verhasste Stämme, ich werde sie nicht zurückweisen. Sehen Sie sich zuerst das Zimmer an, danach können wir über Geld reden. Kind of freaky. Dieser Ort scheint wirklich zwielichtig zu sein, aber wir können uns da das Zimmer ja mal ansehen. Gut, dann gehen wir doch mal hier rein, in die Spinnenhöhle. Well, should have figured they'd be out of the upper rooms with all the travelers in town. 'Tis a far cry from the runner, at least. I am full glad to stretch my legs again. Did you see Lecker. that giant bug just now? It was like the size of my head. It's gotta be poisonous. Hulkenberg will das bestimmt essen. Ah, okay. Oh, pull Ich yourself verstehe, together. Pika. It's just a insect. Okay, der hat Angst vor Käfer. Well, listen to you. You can't have lived in a giant sandworm den and been afraid of bugs, surely. Hence the hut. That's why you lived in that hut. More importantly, we must discuss tomorrow's proceedings. Right. We meet up with Joanna, then get to the exhibition after that. Joanna will admit to the crime. The guilt of a sanctoress, especially of her status, will guilt Forden by association. That should make an impression on Louise. Angst vor Käfer muss man ernst nehmen. Ja, komm. Ein paar sind jetzt nicht so schlimm. Und einige Motten können ja ganz süß sein. Seidenmotten zumindest. Einige, nicht alle. Yet for all this, we need Joanna herself. Do you truly think she will join us? Wir müssen ihr We vertrauen. have to trust her. She chose to offer her own head instead of the monster's. If you ask me, she'd not have done that if she didn't believe it truly was her child. At least in part. I believe she expressed genuine parental love. I want to believe that, at least. And what if she ends up not showing up? I mean, you're the one who got the worst of all of this in the first place. If it comes to that, you've still got my head for the dais. After all, the bounty still says I'm a kidnapper. Balderdash will not sacrifice an innocent life for our victory. But your offer speaks highly of your spirit. Right. We've done what we can do. All that's left is to keep our chins up and face the competition head-on. Too early yet to retire for the night. We could drop by one of the local pubs. Listen, and while we're at it, might as well sit down to a proper supper, eh? Could be my last, after all. Oh, haha, very funny. But I guess good info is important. Let's go check it out. What are we without beauty? What do we care for promises and speeches from repulsive mouths? Beauty is everything, and it is time our country reflected that. Der hat sowas von Lack gesoffen. Sounds like the candidates have started their speeches. Let's listen in for a bit. With all skills and talents equal, would you see the crown atop an ugly head or a handsome one? Beauty is power. Lack one, you should lack the other. When I take the throne, all the hideous will be stripped of their titles. Together, we shall build a nation ruled only by radiant, everlasting paragons of beauty.
Ist klar. Well, he has a point about what people tend to follow. Ja, stimmt, man muss nur gut aussehen. What? Und schon klappt's mit OnlyFans. It isn't right. You'd rather wait for a king who was always right, then? Enough about appearance. A beautiful face cannot win wars. Without military power, the crown's voice means nothing. When I am king, I will establish a unified nation with the Brusant tribe at its head. Our tribe, Wenn das zu laut war. our status, they mean something. You could stray from a monolith, but it will still remain. There can be no true peace without using the power we command. Hear, hear, for Brusant pride. Ach so, die meinst du, die Schrille, die geschrien hat. Ja, das stimmt, das war Katastrophe. What pride is there in seizing power by force? Disgraceful. When I'm queen, all the land's corrupt upper classes will be wanted men. We'll have our guillotines sharpened and our wallets open. Those who thought to tilt the world with their heavy coffers will be a head lighter. We'll split their fortunes and toast to our health. Ich glaube, die ist so ein bisschen Kommunistin. Preach it, Katharina! You're just what this land needs! Wouldn't the first target be the one on the throne, then? Everyone's just shouting all their ideals out. These candidates are all pathetic. Nobody here even compares to Lord Luis. Luis isn't even in the running, lad. Poor Blight is afraid of losing to Sanctifex Forden. You've got it backwards, geezer. He's just not wasting his time on these windbags. I confess, I know not how to feel. 'Tis unprecedented. Never before have our citizens come together in the street in broad daylight and shared their true feelings on king and kingdom. Indeed. Is this really the kind of change His Majesty wanted? Maybe I'm overthinking it. Let's go in. If we hang around too long here, we're bound to get dragged into a nasty argument. When I'm king, pleasures will rule the city. A bar on every block and a flagon in every hand. All you can drink, all year round. Ja, das hört sich doch mal nach einem Traum an. Woo! Next round's on Loveless. Let fools be content with their fool dreams. Grant me the crown, and I will make our kingdom powerful beyond imagining. Most powerful? Doesn't really mean anything, does it? Aren't you another one of Luis's flunkies, hound? Stop barking and get back to your master. Ja, genau, beleidige den mal schön. Always about that goddamn Luis. I've been in the guard just as long as he has, you swine. Quite a lively crowd. Looks like a great many of them came all the way here to watch the competition. That lad there, he's an elder, isn't he? Are you a candidate too? Well, strike me down, you're right. Never seen one of you blokes before. Might be out of luck in the race, though. You'll not stand a chance. Pay him no mind. A drunk's words weigh nothing. Wow, there are fish swimming in front of the store. Ah, I've heard of this. 'Tis on the customer to fish up a catch, and the chefs will prepare it for eating. I admit, I'm curious. Shall I sing a shanty for you as you take up rod and reel, Captain? Ah, wir können jetzt endlich angeln. Oder wie? Sehr cool. Was ist das denn? Eine seltsame, ekelhafte Kreatur gefangen.
Und Hulkenberg wird das garantiert essen, ja. Is that really edible? It doesn't look quite natural. Wie das Ding noch am Zappeln ist. By all means, let us try it. Ja, sag ich ja, die geiert das voll an, ey. Die wird da voll geil drauf. Even look at it? Why, tis delicious. Oh Mann, ey, die frisst echt alles. The aroma of the sea simply floods the mouth. Ah, and what splendid crunch it has. I guess I'll try a bite. I mean, they wouldn't let us fish up anything outright inedible. I hope. Zumindest sterben wir gemeinsam. At least we'll die together. Wirklich so ein bisschen wie Ruffy, ja, wenn es um Essen geht. Well, I was the one who suggested fishing. Right. The noble thing to do is see it through. Ugh. It's rather slimy for my liking. Schön schleimiges Essen, I bar. said nothing since Hulkenberg seemed to enjoy it so much, but if you're going to eat an unknown fish, might you not at least sear it? Tis fine enough without, I say. You need way higher standards, lady. Excuse me, friends. Don't mean to interrupt your meal. I'm Batlin, a church crier for the tournament. Maybe you remember me. Ja, wir hatten vorhin schon mit dir gelabert. Sounds like you made a hell of a splash in Martyra, huh? Felling a vicious beast's one thing, but not many candidates took it figuratively. With a problem like that, I had to do something. Well, Schnell the gedrückt. rest of the candidates had to find themselves ahead for the lineup. Rather struck me when you all broke away from the pack so soon. So, do you have a head ready? Well, let's see. Got a head right here, I suppose. Lips sealed, huh? Well, I'm certainly looking forward to the exhibition then. Especially considering the diversity of your little party. I've always preferred to chase an interesting lead over a sure bet. Can't help it, I'm afraid. So, I'll have a keen eye out for you, all right? That cry is an odd one. Not really what you'd expect from a Sanctus promoter. Who is he? Bin ich mal gespannt, was der so für Geheimnisse hat. Rumor has it that young candidate hasn't brought ahead. Wonder what he's playing at. Whatever it is, he's about to get a sharp lesson in the ways of the world, poor lad. I think he's worth keeping an eye on. Keep it under your hats, chums, but his power may rival Count Luis. I think he's just the ingredient we need to spice this race up a bit. Okay. Right. Just got back from the pub, did you? You wound me. Nobody trusts a radical, huh? I expect you'll see for yourself. Joanna und Bardon sollten die Stadt bis morgen erreichen. Und ich vermute, sie werden zu unseren Fairnessläufer gehen. Neuras sollte sie dort begrüßen können. Wir sollten im Morgengrauen zum Fairnessläufer zurückkehren. Let's rest. Gut, wir können sonst auch nichts machen. Ja, wir können nicht mal raus. Das Reden der anderen Kandidaten war mehr oder weniger identisch. Solchen Leuten würde ich das Land nicht anvertrauen. Gibt es denn keine Konkurrenz? Im Brillhafen wimmelt es so von Touristen. Ich freue mich selbst schon ein wenig auf die lokalen Delikatessen und in der Tat, es war so lecker, dass ich jeden Fisch im Becken essen wollte. Er ist so frisch, dass er sich noch im Mund windet. Das gibt es nur in der Hafenstadt. Bah. Was schaust du denn so? Findest du das denn nicht appetitlich? Nein, mal so überhaupt nicht. My apologies. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du mir ungenutzte Decken leihen? Sicher. Zur Verteidigung, verstehst du? Ansonsten bin ich im Schlaf wehrlos gegen Tut mir leid. Gegen Käfer. Ich will diese Dinger nicht berühren, im Schlaf oder wach. Deswegen möchte ich mich nachts in Decken hüllen. Ja, ich weiß, das ist
dass es hier ohnehin schon warm ist. Ja, ich weiß, dass ich schwitzen werde. Dennoch wäre ich dankbar, wenn ich Decken haben könnte. Look at that. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal pennen. Good night. Und da bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Der war schon wieder am Saufen. And sloshed again. What happened to waiting for our guests? You utter buffoon! Is this why you volunteered to stay behind? Seems like Joanna and Barden aren't here yet. Oh, I feared this might happen. And we've no other head to offer the judges. 'Tis a precarious position. Die kommen schon. No. Now come. Ah! I'm going to splash some water on my face. Mach das mal. What? Oh. My Da ist er doch. sincerest apologies. I wasn't expecting anyone to come in. You see... Weil auf Klo oder was? How did you come to be here? Explain yourself! Is Ah. something the matter, Barden? They were here the whole time? I'm so terribly sorry. We heard the Gauntlet Runner had a washroom, so we thought we'd freshen up a bit. I bathed first and was resting in the back room, contemplating my final day as a sanctoress. Boah, ich bin mal gespannt, was mit der jetzt Over passiert. there very decently let us in to wash up. I couldn't stand it, old thing. Her heart would bring any right-thinking man to tears. Could have run like a ballet thief in the night, but here she is, washing away her sins. It was more than a chap could bear, I say. Needed a drop of the grape and grain just to get myself through it. The bottle's barely any emptier. Was a drop really all it took to get you drunk? Oh, please do not blame the poor man. Talking to him has eased my heart for the trials to come. I cannot let myself betray you and regress to my vile delusions. I only sought to atone with myself before my sins are duly punished. I understand. Thank you for coming. Then, as we agreed, please confess before the crowd when the time comes. To be honest, I'm hesitant to turn you in now you've genuinely decided to repent. I mean, we're hardly icons of virtue ourselves. Ja, aber ihr habt keine Kinder geschadet. In fairness, you're a woman of status, and it'll be a big crowd. We're not looking to instigate a public stoning here. You can explain yourself freely, in your own words. We can't ask anything more than that. Thank you. Truly, I've felt so much more at peace since last we spoke. The fog has only cleared further, giving me clarity of purpose. A fog, huh? Thank you for everything. I do hope you win the throne. Möchte ich lieber nicht. I'd really rather not be king. I did not always want to be a lady of a castle, or a sanctoress either. Yet, in some ways, we cannot help but obey our fates. At last, it seems our preparations are set. We need only trust that our plans will bear fruit. Boah, ich trinke noch mal einen Schluck. Thank you all for waiting. The very first round of the tournament for the throne, the exhibition of the brave, is about to begin. Our monarchs-to-be will now present to the people the heads they seized to demonstrate their power as worthy of the throne. At a later date, when the second round is announced,
the faces on the King's Rock, that is to say, the candidates with the top 20 approval ratings, will pass the first round. 20? 'Tis a great many eliminations in but one round. I was hoping we'd at least make it through the first, but it might not be that simple. And now, ladies and gentlemen, your eyes to the lineup of all the gorgeous faces at the judges' table, starting with his and her highnesses of Oceania and Montario. Oh, it's her ladyship. Lord Montario's here too, eh? And the armor on that fellow over there? A general, is he? And of course, we have the one, the only, the people's favorite, our guest from the Sanctus Church. Better known as the Miracle Saint, healer of all ills, presenting the lovely Lady Rella Cygnus. Saint? Who's this? Someone fill me in. I've been literally living in a hole. A brilliant healer. We've met, though a long time ago. Even as a student, she was already considered the kingdom's best in her field. Looks like the crowd's on your side, milady. Can you give us a few words about what's on your mind as you take on the judge's mantle? Well, I'm afraid you've rather got me on the spot. Hello, all. This city sure has, great seafood and, well, sea creatures. Fascinating, aren't they? There's so much we still don't know about them. Oh, I did hear about a legend of some monster in the eastern seas of Oceania. Imagine, the mind races. I'm hoping I can investigate those sightings while I'm here. That's just great, Lady Rella. I'll just stop you there, clock's ticking and all that. But we're thrilled you're enjoying your stay. Sometimes I can hardly believe you're my sister. Still not much of a public speaker, are you? So she's a saint? Well, she seems like a nice enough lady. We'd better stop worrying about her and focus on ourselves. I don't see Luis anywhere, but I bet he's got eyes in the crowd. Was mit den anderen? Werden die auch vorgestellt? Ne, es scheint nur, dass die wichtig ist. Now the time has come. Let the exhibition of the brave begin! Hey Luca, alles gut bei dir? First up is a respected gentleman of the church. Godot, the head of the monk soldiers of the Crown Theocracy. Ach, der Fisch ist klein, papalapap, den schaffen wir locker. I've no taste for needless killing. Therefore, I chose a mark with meat, abundant and edible. After the judging, it will be served in a banquet for the poor. A stand-up fellow, my good people. Und stell mal vor, jetzt gewinnt er nicht und dann schmeißt er den Fisch einfach weg. In one package. He's got the crowd on his side right from the start. Now, is there anyone who can top this? I can. Dann bekommen die einen ungekocht, PK. Ja, einfach rohen Fisch, hier müsst ihr so essen. Is the church's direct opposition, the spearhead of Count Luis's supporters, Gladel the Black Hound! One look at the head and I know what you're thinking. Bit small, isn't it? Well, I can bloody well tell you I'm not like this smarmy git who fished up his dinner. I'll tell you what this is. Behold, the head of a hideous human! Ich glaube nicht, dass das ein Mensch ist, ja. Where's your proof? Yes, the young sod's right. How do we know that's really a human? What drivel? Look at the thing! You think a normal beast could have a face like this? Probably just made the damn thing yourself. Oh, useless as ever.
Did it never occur to him that the average citizen has never seen a human? Now, everyone, let's have a little composure, please. Candidate Gladell, we're very much obliged. You may step down. Oh, der hat auch nur Pech, der Arme. Now, on to the next. Noch mehr zu essen für Hulkenberg. The size of that thing. Is that the monster of the Eastern Sea? Someone took the beastie down. Who did the deed? I'd heard tell of a monster tormenting the people of this beautiful port city. I could do no less than grant them respite from their suffering. Ja, klar, aber das kann er auch nur machen, weil Turnier ist, ne? Such is the duty of those with power. Who expected anything less? His Eminence Borden is simply in another class. Suddenly the critics have all gone quiet. Bei dem Mantel hat er es verdient, der mit dem Leopardenmantel, ne? Ja, der sieht schon... Der hier, ne? Ja, das geht gar nicht. Trophy is more impressive than I expected. How are we going to make a stronger impression than that? Alles gut. You'll be fine. If he'd gone after us, the reaction would mean we'd have been written off no matter what we presented. Now, no dirty looks, you lot. Next is the Pagan Assassin's Prize. Let's see what head we've got now. Da bin ich mal gespannt. Zeigen die doch hoffentlich auch, oder? Thank you, Candidate Julian, for that helpful, exhaustive, Der Name. exhausting explanation. Whew. Now, we've had quite a succession up here, but our last is coming up now. Kandidat Julian, sehr This gut. should wrap up our show. Now, if the last candidate, the Elden Boy, would please join us on the stage. Where's their head? Oh. Your pardon, madam, but would you happen to be the Lady of Martyra? Die Fantasieversion von Hell's Kitchen auf jeden Fall. Wer könnte an Gordon Ramsay sein? Indeed. The head they've brought is mine. The impudence. You dare offer an honored lady of the church before these judges. This is not to be borne. I've got something to say to you too. That you chief there. Isn't that Heismay? That's the infamous Heismay. A huge chief of all things. This. After we saved your hide on the road. Silence! He may be a former knight, but now he's a heinous criminal who stooped to kidnapping. Anyone who claims themselves his ally should be disqualified on the spot. Please, wait. I have something I must confess to you all. You speak of the kidnappings that terrorized my home, Martyra. I am here to confess that the true culprit behind those atrocities was me. I was the caretaker of a hideous human in the basement of my castle. And to feed it, I abducted the innocent people of my own city. What? Absurd. Speak sense, woman. Das hört sie gerade, sie beichtet Master alles. Heismay is innocent in all this. He was framed for crimes performed by my hand and in my name. And I, Bardon, captain of Martyra's Guard Corps, stand to vouch for all that she said. Just so. It was this young candidate who killed that human, cleared me of the false charges, and dispelled the shadow over Martyra. Thus, here I stand. My head is his to offer. That's... well,
That's quite a turn of events. We have our head, ladies and gentlemen, and it's unlike any we've seen yet. How is this believable? She's an imposter. Of course. That, or they're putting words in the poor woman's mouth. A sanctoress would never. What will His Eminence Forden do? Vor allem, wie kann man das beweisen? Die können jetzt auch einfach alle sagen, ja, ist gelogen, bla bla bla. The Honorable Master Godot should know whether I and my words can be trusted. 'Tis true to the last word, isn't it? Yes, Your Eminence. Without question. Young candidate, you have done well to bring about her repentance. Now, justice must be rendered. What? Right here and now? Your Eminence, a moment! Thank you for your concern. But I have no objections. For a sinner like me, to confess the truth to the people has already been more than I deserve. Die Reste wäre das... Von wem die Reste? Von ihr die Reste oder wie? Aber das ist ja Kannibalismus, wäre PK. Stell mal vor, die essen die jetzt einfach. O new king, it is my hope that you will rid the world of its twisted prejudices and common cruelties. Please, lead this country. Oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch? Das werde ich, versprochen. I will. I promise. Die Blutlache da. Well, folks, sometimes that's just how the curtain falls. If Sanctifex Forden turned in the biggest head, then our dark horse here has certainly turned in the heaviest. What an upset, ladies and gents! Who could see this coming? Those crazy kids have done it again. What a show! Der Herzkönigin gefällt das auf jeden Fall. Und wir sind auf Rang 49. Was für ein Tag. Barden just departed, wishing everyone well. I suppose he aims to reach Martira before Joanna's confession does. And Forden himself. I hardly expected the man to make himself so visible. Likely his attempt at redirection. Keeps the blame from falling on him and the church. Can't say it didn't work. I'm certainly not blameless in this either. It was my suggestion to make an impression by foregoing the pursuit of a monster's head in favor of a person's. Ja, aber ich glaube, das war das Richtige. I guess, but... Nevertheless, the Lady Joanna entrusted her final wishes to us, and we mustn't betray them. Not bad, pups. Kleingewachsener Paripus. We were passing on the course of a human hunt. You gave a most distinctive showing. Der Bastard, I ey. suppose you're worth introducing ourselves to. I'm Fidelio, that's Basilio. Luis's right-hand men, see? And now you walk with a Ujif at your side. Each ally of a different tribe. Fascinating. Das stimmt. Better to have dependable friends than familiar ones. Something we've got in common. Not only did you expose a failing of the Sanctus Church, but you dared to bring her alive so Forden himself could do the grisly part before all his flock. That was not our intent. Oh, same idea, yeah? A real person's head gets more eyes on you than some decapitated beast. And now, you're the names on everyone's lips, aren't you?
Wir haben nur ein Unrecht wieder gut gemacht. No. We only righted a wrong. And you weren't afraid to make an enemy of the church to do it. It's quite a feat for a no-name candidate to so deftly rub Forden's face in the dirt. A wake-up call, I'm sure, for those who only know his honeyed words. Oh, Lord Luis, we really should be going. Relax. They're in the middle of a conversation. I like a show of strength as much as the next girl, but I do so hate violent spectacles. A view from the sky sounds so much more enchanting, don't you think? So this is what's become of Luis. There was something eerie to him even as a lad, but I'd never expected him to reach such heights. Do you suppose we have his attention? Last time he told us we had to demonstrate our power first. I'd like to think that if he went out of his way to talk to us, that's something we earned. Oh, loves, I've got a message from Count Luis. He says he'll be sending a messenger along soon, so stay in the city, would you? And I have to say, I might not want to let you out of my sight either. Ist da jemand horny? Master Luis was just here. What happened? Well, he just left. You weren't told? We'd better be getting back as well. Der wird nur abgeblitzt von jedem, auch von Luis selbst. Der ist so fertig. Special about those fools? Und alles nur, weil er sich so scheiße kleidet. Luis is having a go for Popeye, eh? Are you officially all flunkies in arms now, then? Das könnte eine Falle sein. It might be a trap. Don't get cold feet now. We knew going in that any plan to win his favor would be dangerous. We have finally taken the first step in saving His Highness the Prince. If we can get the formula, then we yet have a chance of lifting the curse. How fares His Highness, anyway? He still fights? I took a look in the Farsight mirror a while ago. He's still asleep. But nothing's changed about his condition. And do we know where this formula is? Bis jetzt noch nicht. No, but he's bound to keep it somewhere secret if it's evidence linking him to the assassination. Still, a formula would be useless unless it's within arm's reach for emergencies. If it's something he'd keep close, then... Es ist auf seinen Körper verimpft. Boah, stell dir mal vor, der hat sich das tätowiert. Maybe he's engraved it directly on his body. Yeah, somehow I doubt he'd literally carve incriminating evidence onto his skin. Do you really suppose it would be in the runner he uses even today? The incident was near a decade ago. It's as good a chance as any. Getting inside would be a pain for anyone else, including... He said he would send a messenger. Perhaps it would be wise to wait until we've heard his missive. Ja, es wäre auch das Beste, einfach zu warten, was er zu sagen hat. Let's just wait for word then. Es wäre auch mal eine tolle Zeit zu speichern. Joanna, a backwater sanctuaress denies me my moment of triumph. She defiles the very church itself. Oh, and naturally it was an elder of all people who stood her before me. Will that benighted tribe never stop dogging my heels? An idea occurs, Your Eminence. For the tournament's next challenge, let us center the competition on a show of piety. Make them prove their Sanctus faith. After all, Sanctism is the state religion. It would be the barest of leaps to suggest that loyalty to the church is loyalty to the state. I assume you have a plan? Altaberry's our next destination. The very seat of the faith outside the capital. I thought we might propose another hunt. This time for relics. Ah, the so-called divine relics.
Those false idols the pagans consider relics of their gods. What need does the world have for gods beyond ours? Soon, they will talk of nothing but how to win the Sanctus Church's favor. Your Eminence's influence would be sure to reach even greater heights. And in the pagan lands, the greedier candidates will plunder and pillage for idols as they see fit. Fine footholds for our missionaries, all without getting our hands dirty. The collection of divine relics should be a spectacle held on Saint's Day. Our divine right will be undeniable. Once I take the throne, I will re-establish that these relics originally belonged to the Sanctus Church, and that they were ransacked from us in the course of history. Your Eminence, on that day, I should be grateful to be honored with a proper title. Say no more. A concession only fair for the right hand of the Sanctifex. Ever at your service. You do not bow your head. Oh, humblest apologies. What troubles you, my child? Well, my concern would be about the risks involved. Some theories suggest even the royal scepter was originally one of these relics. In the unlikely event that a divine relic were to be found to nullify the king's magic... If such a relic existed, it would have been found long ago. You burden yourself with such fears. All you need to do is be a good saint. Smile, wave, and bless. Oh, das ist schon assi, Rella, you are to return to the royal capital and gather the people under my banner. Understood. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Hello, a word. Some odd blighter left a letter for you last night. Said he was Louis's man. Night Prowler, today, come. Bit curt if I'm honest, hardly diplomatic. Seems like this Night Prowler place is some sort of pub or club. But do you know where it is? Aktuell nicht. On the city's outskirts. Seemed fairly dingy to my eyes. Okay. I can't imagine Louis at a haunt like that. You think it's a trap? Maybe he's caught on to us? If he wanted to trap us, I doubt he would make it so obvious. We have little other option but to show up. I'll hang about in the runner. Keep myself busy with tinkering. Let me know if you talk yourself onto Louis's craft, eh? Machen wir. Right then. Let's be off to this. Auf zum Nachtpirscher. Aber bitte lass mich erstmal speichern. Ah, perfekt. Der Nachtpirscher, Let's hurry. Ich habe gehört, dass sich der Ort am Stadtrand befindet. Die Fährleute sollten den Weg kennen. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns dann auf den Weg zum Nachtpirscher.